Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es weiter am Camaro, sofern ich die Motorhaube aufkriege. So sieht es jetzt aktuell aus. Ich hatte ja in dem anderen Video, wo ich euch die katastrophale Entdeckung sozusagen schon vorgeführt habe, gezeigt, dass ich das Problem gefunden habe, warum ich keine Zündung mehr habe. Der Verteilerfinger, wo unten diese Verzahnung sozusagen aufgefressen wurde. Ja, da muss ich jetzt halt mal gucken, ob das wirklich in Anführungszeichen eine Kleinigkeit ist und der Motor keinen Schaden genommen hat. Das wird sich dann alles zeigen. Heute im Video, wie es ja bereits im Titel steht, möchte ich euch aber ein bisschen sozusagen Informationen geben, was jetzt rückblickend meine Erfahrungen mit dieser MSD-Zündanlage und der Fehlersuche, warum kein Zündfunken entsteht, möchte ich euch gerne ein paar Infos geben, denn ich hatte direkt mit MSD Kontakt, als es darum ging, sozusagen herauszufinden, warum habe ich keinen Zündfunken, und die Informationen, die ich von MSD bekommen habe oder beziehungsweise die Richtung, in die man mich von Seiten MSD geschubst hat, war immer elektronischer Natur, also entweder irgendein defektes Teil, eine schlechte Verkabelung, kein guter Massepunkt. Es waren immer sozusagen elektronische Fehler, die man sozusagen als Fehlerquelle vermutet hat oder wo man gesagt hat, ich soll das kontrollieren und prüfen. Und jetzt am Ende hat sich herausgestellt, es war ein mechanischer Fehler. Und im Prozess dieser Fehleranalyse hat man eben dann auch mir vorgeschlagen, dass ich die diverse Teile schon tausche und auseinanderbaue. Und wo ich jetzt rückblickend sage, es ist sozusagen keine effiziente Art und Weise, wie man mir als Kunden den Weg der Fehleranalyse beschrieben hat. Man hätte mir viele Schritte sparen können und ich hätte viel einfacher den Fehler finden können mit einfacheren Mitteln. Und an diesen Informationen möchte ich euch teilhaben lassen, sprich retrospektiv, wie würde ich vorgehen, so einen Fehler zu identifizieren. Denn prinzipiell ist es eben so, haben wir hier viele Fehlerquellen mögliche. Wir haben zum einen mal die Möglichkeit, dass Zündkabel defekt sind. Wir haben die Möglichkeit, dass Zündkerzen defekt sind. Wir haben die Möglichkeit, dass irgendwelche Stecker nicht richtig verbunden sind. Wir haben die Möglichkeit, dass das eigentliche Kontrollgerät oder sagen wir mal die Steuereinheit defekt ist, dass das Signal von diesem Magnetic Pickup, hier drin sitzt so ein kleiner Sensor, zeige ich euch gleich nochmal, oder ich kann ja eigentlich mal den Verteiler holen. Das hier ist wie gesagt der Verteiler und hier unten, das habt ihr ja schon gesehen, diese komplett aufgefressene Verzahnung. Der sitzt hier oben im Motorblock drin. Eben dorthin, hinter der Ansaugbrücke, habt ihr ja auch in dem Video gesehen, wo ich euch das hier präsentiert habe. Wenn nicht, ist nochmal oben verlinkt. Wie gesagt, hier ist der Verteilerfinger und hier innen drin, könnt ihr sehen, ist so ein sich drehendes, ich nenne es jetzt mal Schaufelrad, mit eben solchen einzelnen Metallstegen. Und diese Metallstege, ich denke, man kann das hier sehen, die fahren eben immer an diesem, also wenn sich der Verteilerfinger dreht, dann fahren die hier immer an diesem Magnetic Pickup vorbei. Da an diesem Sensor. Da huschen die immer vorbei. Und immer wenn die vorbei huschen, wird eben eine Spannung indiziert. Und dieses Signal, diese Spannung, die geht dann in Richtung der Kontrolleinheit hier hinten. Und zwar passiert das über diese beiden Kabel. Das ist das grüne und das lilane. Hier kommt diese Signalinformation an und das ist die Signalinformation für das Steuergerät. Jetzt muss ein Zündfunke erzeugt werden. Im Steuergerät selbst ist dann eine Tabelle hinterlegt, wo man eben sozusagen einstellen kann, negative oder positive Zündung, je nachdem, wie man sozusagen die Grundeinstellung des Motors gemacht hat. Und das eben immer in Abhängigkeit von der Drehzahl. Das heißt, es ist eine Steuertabelle, also eine sehr, sehr einfache Art und Weise der Programmierung. Und da hat man eben ein Drehzahlband und dann ist festgelegt bei, 1000 Umdrehungen minus 12 Grad Zündung oder minus 20 Grad Zündung, weil man die Zündung generell auf 36 oder 34 Grad eingestellt hat, je nachdem. Werden halt nochmal 20 Grad Zündung weggenommen. Wenn wir auf 36 Grad einstellen, 20 Grad abziehen, hätten wir eine Zündung von 16 Grad im Leerlauf bei 1000 Umdrehungen und so weiter. So passt man dann seine Kurve an. Ich kann euch das ja mal einblenden. Und wenn man das dann, wie gesagt, angepasst hat, variiert eben dieses Steuergerät den Zündzeitpunkt in Abhängigkeit zur Drehzahl des Motors. Und oben raus, wie gesagt, nähert man sich dann eben dem eigentlichen Zündwert an, wie gesagt 34 Grad, 36 Grad, je nachdem, was man gemacht hat. Jetzt gibt's da natürlich verschiedene Fehlerquellen. Also zum einen die katastrophale, wir haben eine mechanische Problematik, so wie das bei mir der Fall ist. Die andere
dieser Abstand hier zwischen dem magnetischen Sensor und diesem ja, sag ich mal, Schaufelrad, was da vorbeiläuft, der muss zwischen 0,02 Inch und 0,03 Inch betragen. Nicht mehr und nicht weniger. Also in der Range 0,02 Inch bis 0,03 Inch, da muss der liegen. Das Ganze kann man variieren, indem man hier diese beiden Muttern löst. Hier unten hat es solche Imbusschrauben, hier hält man also gegen und löst das dann. Und dann kann man eben hier eine Fühlerlehre zwischen dieses Schaufelrad und den Magnetic Pickup, also diesem Sensor, stecken in der richtigen Größe, was weiß ich, 0,22, 0,25 Inch, und dann befestigt man das Ganze wieder. Das kann man natürlich auch messen. Ich hole mal so eine Schieblehre. So, jetzt habe ich hier, das ist natürlich keine Schieblehre, sondern eine Fühlerlehre. Da habe ich mir extra eine bestellt, eben in Inch, denn wenn man das mit Millimeter umrechnet, ist das immer ganz grob und krumm. Und dann sucht man sich jetzt hier eben einen passenden Wert raus. Hier zum Beispiel hätten wir 0,23 Inch und dann schiebt man das da von irgendeiner Seite, wo man gut rankommt, versucht man das sozusagen zwischen diesen Pickup und das Rad zu schieben. Das geht jetzt hier nicht, ist also zu dick. So, ist natürlich schön ölig. 24, 22 wäre ja auch noch innerhalb der Toleranz. So, und das geht rein. Ne? Jetzt haben wir hier die Fühlerlehre dazwischen. 0,22 ist sogar noch ein bisschen Spiel. Das wäre also innerhalb der Spezifikation, die jetzt vom Hersteller, in dem Fall MSD, vorgegeben wird. Das ist also eine mögliche Fehlerursache. Wie gesagt, bei mir habe ich das dann erst leider ganz am Schluss rausgekriegt, weil eben der Hersteller oder beziehungsweise der Support vom Hersteller mich immer in Richtung Elektronik geschickt hat. Wie könnt ihr das jetzt sozusagen am einfachsten testen und was würde ich empfehlen, wie ihr das machen solltet, wenn ihr so eine Diagnose macht? Anhand meiner Erfahrungen hätte ich jetzt gesagt, ihr fasst noch gar kein Kabel an, ihr ändert noch nichts. Ihr zieht den Stecker von einer Zündkerze ab, an die ihr gut rankommt. Ihr dreht diese Zündkerze raus. Ihr verbindet den Stecker und die Zündkerze wieder. Ihr haltet das Ganze knapp vor irgendeinen Massepunkt, hier zum Beispiel am Motor irgendwo, ja, oder von mir aus auch hier am Rahmen irgendwo, haltet ihr das knapp davor, keinen Kontakt, nur knapp davor halten. Jemand anders startet das Auto, also lässt den Anlasser drehen, und wenn ihr dann keinen Zündfunken seht, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal die Gewissheit, dass es sich um ein Zündproblem handelt. Ja? Wenn ihr dann einen Zündfunken habt und trotzdem der Motor nicht startet, dann am besten einmal hier den Luftfilter abnehmen und die Schwimmerkammern kontrollieren, ob da Sprit ankommt. Einmal die Drosselklappe, den Seilzug betätigen, um zu schauen, ob die Drosselklappe aufgeht. Einmal schauen, ob die Drosselklappe in der Neutralstellung leicht offen steht, dass ihr eben während des Startvorgangs Luft bekommt. Ansonsten könnt ihr ja auch beim Starten sozusagen mit der Luft und dem Gas ein bisschen variieren, wie viel Kraftstoff bzw. Luft ihr bekommt oder beziehungsweise der Motor bekommt. So. Bei mir war es aber so, bei mir kam eben kein Zündfunke. Wenn jetzt kein Zündfunke kommt, haben wir immer noch sehr viel Variablen. Es kann ein Zündkabel defekt sein, es kann die Zündkerze selbst defekt sein, es kann die Steuereinheit kann defekt sein, es kann hier dieser Booster defekt sein, der ist dann der nachher den großen Zündfunken sozusagen wirklich erzeugt, der dann weitergegeben wird. Oder es kann eben auch dieser Abstand von dem Magnetic Pickup falsch sein oder der Magnetic Pickup selber kaputt. Oder aber, was man mir auch gesagt hat, dass der Stecker sozusagen einen Defekt hat. Denn dieser Stecker für den Magnetic Pickup ist kein wasserfester Stecker und der war auch bei mir, obwohl das alles ganz neu ist, sogar schon ein bisschen korrodiert. So, das heißt also, ihr habt jetzt kontrolliert, ihr habt keinen Zündfunken. So, das nächste, was jetzt aus meiner Erfahrung retrospektiv das Wichtigste ist, bevor ihr irgendwas anderes löst, ihr markiert euch eure Verteilerkappe in der Position, wie sie eingebaut ist, macht also entweder mit einem Klebestreifen oder mit einem Wachsstift irgendwas, was man dann wieder wegwischen kann, macht ihr einen Strich zwischen Gehäuse von eurem Verteilerfinger und der Verteilerkappe. Also wenn, angenommen, das wäre jetzt eingebaut und das Ganze würde hier so drauf sitzen, dann markiert ihr euch in der Position, in der das verbaut ist, hier einfach mit einem geraden Strich die Position, in der beide zueinander stehen.
Wie gesagt, entweder mit einem Stückchen Klebeband, das ihr dann hier mit einem Cuttermesser durchschneidet oder mit einem Wachsstift oder wie auch immer. Das ist wichtig für den Fall, dass dieses Teil nicht kaputt ist, damit ihr die Verteilerkappe wieder genau in die gleiche Position setzt und eure Zündung passt. Theoretisch ist es so, dass die Verteilerkappe gar nicht in eine falsche Position aufgesetzt werden kann, weil sie entsprechende Verschraubpunkte hat. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, das heißt, diese Markierung würde ich mir auf jeden Fall setzen. Dann nehmt ihr die Verteilerkappe ab. Also hier hinten sitzt ja dann der Verteiler, nehmt ihr die Verteilerkappe ab. Ihr löst hier das Kabel, wo sozusagen der Zündfunke an die Verteilerkappe weitergeleitet wird. Das macht ihr, damit da kein Zündfunke entsteht. Nur um sicher zu gehen, löst ihr, wie gesagt, dieses Kabel, was zur Verteilerkappe geht. Ihr haltet die Verteilerkappe hier oben so weg und lasst jemand anders das Auto starten und schaut dann, ob sich der Verteilerfinger entsprechend bewegt. Tut er das nicht, so wie bei mir, braucht ihr gar nicht weiter zu suchen. Dann habt ihr den Fehler schon gefunden. Dann habt ihr dort hinten einen mechanischen Defekt an eurem Verteilerfinger. Und die ganze andere Arbeit, die ich gemacht habe, ist sozusagen dann obsolet. Sollte sich das da hinten drehen, dann könnt ihr die Schritte durchgehen, die ich dann im Anschluss gemacht habe. Was habe ich dann gemacht? Ich bin hergegangen, ich habe mir hier so es ist so ein kleines Werkzeug, womit man eben einen Zündfunken sichtbar machen kann. Das habe ich mir gekauft. Das habe ich hier zwischengesteckt. Das habe ich also gesteckt zwischen den Booster. Das heißt, hier so einen ganz normalen Anschluss habe ich hier auf den Booster gesteckt. Und von dem Booster dann an das Anschlusskabel, an das zentrale Anschlusskabel vom Verteilerfinger. So, dann müsst ihr das so positionieren, dass ihr hier diese freie Stelle möglichst weit weg von irgendwelchen massebasierten Teilen habt, damit da der Zündfunke nicht auch noch überspringt. Und wenn ihr das dann so angeschlossen habt, dann kann auch wieder jemand starten und ihr könnt nochmal kontrollieren, ist sozusagen der Weg bis zum Verteilerfinger das Problem. Also habt ihr hier jetzt einen Zündfunken, wisst ihr, okay, das Problem ist Verteilerkappe und danach. Habt ihr hier keinen Zündfunken, wisst ihr, das Problem sitzt sozusagen entweder hier direkt bei dieser Spule, die den Zündfunken erzeugt, oder das Problem ist eure MSD, Hauptsteuereinheit, dass da irgendwie gar kein Signal rausgegeben wird. Das heißt, ihr habt den Fehler schon mal weiter eingegrenzt. Wenn ihr den Fehler jetzt so weit eingegrenzt habt, wie das bei mir der Fall war, wie gesagt, ich habe das in der falschen Reihenfolge gemacht, aber wenn jetzt mein Verteilerfinger in Ordnung gewesen wäre und sozusagen trotzdem noch kein Zündfunken da gewesen wäre, wäre der nächste Schritt, einmal zu schauen, ob diese Steuereinheit überhaupt funktioniert. Hier unten ist ein RS232-Anschluss. Das heißt, ihr löst die Steuereinheit hier von dem jetzigen Verschraubpunkt oder ihr verschraubt sie gleich so, dass ihr mit RS232 da rankommt. Dann hat die hier einmal ein dickes rotes und ein dickes schwarzes Kabel. Das geht immer direkt an die Batterie. Dann gibt es hier diesen großen Hauptstecker. Und an dem großen Hauptstecker haben wir nochmal ein kleines rotes Kabel. Wenn ihr da sozusagen Plus drauf gebt von der Batterie oder normalerweise eben von der Zündung, also wenn ihr dann die Zündung einschaltet, geht normalerweise hier auf das Pluskabel die Information, Zündung ist an, dann fährt die Box hoch. Die Box hat da unten eine kleine Kontrolllampe, die dann rot aufleuchtet und euch signalisiert, wenn das funktioniert. Ich zeige euch das einmal, indem ich die Box mal kurz abschraube. Normalerweise sind da 4 Schrauben dran. Ich habe aber, wie gesagt, das hier schon mal fehlerdiagnostiziert. Deswegen ist das alles nicht mehr 100% verbunden. Dann habt ihr die Box abgeschraubt. Oder wie gesagt, sie eben generell an einer anderen Stelle positioniert, wo ihr besser rankommt. Ich würde auch empfehlen, das werde ich jetzt dann auch machen, hier mit einem 3D-Drucker werde ich mir noch so eine kleine Adapterplatte drucken, die hier oben dann auch nochmal das Ganze vor Wasser schützt und das Ganze ein bisschen weiter rausholt, sodass ich hier unten immer an den RS232-Port rankomme. Weil sonst ist es einfach von der Wartbarkeit wirklich sehr schwierig, wenn man dann mal ran muss. Wie gesagt, dann ist es jetzt so, wenn ihr jetzt noch keine Verkabelung gelöst habt, sondern sozusagen einfach nur prüfen wollt, ob das funktioniert, setzt sich jemand ins Auto, am besten, wie gesagt, jemand anders, nicht ihr selber, denn die leuchtet nur ganz kurz, macht die Zündung an und dann muss die hier, ich glaube, 3-mal kurz blinken und wenn sie das tut, wisst ihr, die funktioniert. Das können wir jetzt einmal simulieren, indem ich da mit einem Bypass mal Strom drauf gebe. Und um euch jetzt einmal zu demonstrieren, was ihr machen könnt, um sozusagen die Box zu testen, ohne dass ihr jetzt den Zündschlüssel umdreht,
falls das aus irgendwelchen Gründen bei euch halt nicht geht, weil ihr sozusagen alleine seid und das trotzdem testen wollt. Wie gesagt, die dicken roten und schwarzen Kabel gehen immer an Plus und Minus von der Batterie. Die Batterie habe ich jetzt auch angeschlossen, es sitzt niemand im Auto, ich bin hier allein. Und wir haben jetzt sozusagen noch kein Lämpchen an der Box. Die Box ist auch jetzt sozusagen aus. Und jetzt können wir hier an dem großen Stecker auf dieses rote Kabel sozusagen gehen, um das Ganze anzusteuern. Dafür habe ich mir hier mit so einem kleinen Messkabelsatz eine Konstruktion gebaut. Hier am Ende ist so ein einfacher Fuß, so ein Pinfuß, den ich da einstecken kann. Und dann kann ich das hier an die Batterie anschließen. Ich zeige euch das einmal. So, wie gesagt, wir haben hier diesen kleinen Fuß, den ich mir gebaut habe, einfach mit einem Kabel und so einem Steckerpin. Und der ist dann hier in der Krokodilklemme drin. Und hier werde ich das Ganze an Plus von der Batterie anschließen. Dann werde ich den Pin einstecken und dann müssten wir ein Lämpchen sehen. Das heißt, ich verbinde das jetzt einmal mit dem Pluspol der Batterie. Müsst halt aufpassen, dass er jetzt nirgendwo an Masse kommt. Sonst gibt es halt einen kleinen Kurzschluss. So, Pluspol ist verbunden. Und jetzt müsst ihr einfach mal auf das Lämpchen achten. Ich versuche das dann in der Videobearbeitung ein bisschen zu highlighten. Habt ihr gesehen, hat geblinkt. Ich mache das nochmal. 1, 2. Blinkt also genau zweimal, wenn die Box an ist. So, wenn ihr das dann gemacht habt, sozusagen die Box erstmal blinkt, dann könnt ihr den Bypass ja lassen. Oder eben, wenn ihr dann sozusagen jetzt in dem Fall nicht mehr prüfen wollt, ob das Lämpchen geht, sondern einfach nur mit der Box kommunizieren möchtet, dann könnt ihr diesen Bypass wieder entfernen, verbindet wieder den Stecker mit eurer Zündung, geht ins Auto, macht die Zündung an, schließt ihr euren RS232 an und nutzt die Software von MSD, um euch mittels Laptop und RS232 Kabel, verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung, und auch die Software mit der Box zu verbinden und einmal zu gucken, ob da sozusagen die Kommunikation möglich ist und alles klappt. So, wenn ihr das jetzt auch geprüft habt, wenn sozusagen ja die Fehlerquellen insoweit eingeschränkt sind, dass die Box funktioniert und läuft, ihr aber trotzdem noch keinen Zündfunken habt, dann könnt ihr den Widerstandswert von dem Magnetic Pickup im Verteiler noch testen. So, dieser Magnetic Pickup, diese Komponente, ich habe mir da extra mal einen Ersatz besorgt, weil die mich, wie gesagt, ja immer in die Richtung Elektronik geschickt haben. Den gibt's auch einzeln zu kaufen, den kann man dann tauschen, muss man hier außen mit ein bisschen Silikon ankleben, steht alles in der Anleitung, super easy. Der hat oder muss einen dedizierten Widerstandswert haben, und zwar sollte der einen Widerstandswert haben zwischen 400 und 1300 Ohm. Bedeutet, ihr könnt dann auch, bevor ihr jetzt den einfach blind wechselt, einmal mit einem normalen Multimeter eben an den beiden Kabeln, also sprich, das sind ja die Kabel, die zur Steuereinheit gehen, und die beiden Kabel gibt's ja auch aus Richtung Magnetic Pickup. Da könnt ihr euer Prüfgerät, euer Voltmeter anschließen und den Ohmwert messen. Wie gesagt, zwischen 400 und 1300 Ohm sollte das sein. Bei mir waren es 556, ja, also sprich innerhalb der Toleranz. Wenn es das dann auch nicht ist, dann das nächste, um sozusagen hier diese Verteilerbox auszuschließen, ist, ihr könnt, wenn ihr das hier den Bypass erzeugt, ich hole jetzt gleich nochmal dieses Kabel, dann geben wir wieder Strom auf die Kontrolleinheit, und dann können wir, wenn wir hier einen Kurzschluss erzeugen, also sprich auch wieder mit einem Kabel das Ganze brücken und dann wieder entfernen, immer dann müsste ein Zündfunken entstehen. Und das werde ich jetzt einmal vorbereiten, und dann können wir uns das Ganze einmal angucken. Und wenn ihr dann testen wollt, ob das Ganze funktioniert, also sprich, ob die Box funktioniert und ihr einen Zündfunken bekommt. Ich habe jetzt, wie gesagt, meinen Bypass wiedergelegt, dass das Ding immer unter Strom steht. Die Lampe leuchtet jetzt rot, weil ich hier schon ein paar Mal den Bypass getriggert habe. Hier ist, wie gesagt, direkt mit der Batterie immer verbunden. Hier jetzt der Bypass, sozusagen die virtuelle Zündung. Hier drüben ist jetzt der Indikator, der anzeigt, ob wir einen Zündfunken bekommen. Und die beiden schließen wir jetzt kurz. Nehme ich hier 2 Messspitzen. Und dann seht ihr, entsteht da ein schöner Zündfunken. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann würdet ihr eben wissen, dass diese kleine Zündbox hier, dass die eben kaputt ist und keinen Funken mehr erzeugt. So, und damit habt ihr jetzt sozusagen alle Informationen, die ich im Zuge dieser Fehleranalyse mir angeeignet habe. Wie eben bereits erwähnt, würde ich auf jeden Fall mit den einfachsten Dingen starten. Zuerst eben der Zündkerzentest. Wenn der fehlschlägt, dann sofern möglich einmal gucken, ob die Box überhaupt Strom bekommt, wenn Zündung an ist. Und wenn das geht, der nächste Test
dann hier den Verteilerdeckel abnehmen, das Zuführungskabel zum Verteilerdeckel entfernen, den Verteilerdeckel hochhalten, damit er auf keinen Fall mit dem Verteilerfinger in Kontakt kommt. Vorher eben die Position des Deckels zum Verteilerfinger markieren, damit ihr das, falls da alles in Ordnung ist, wieder richtig montieren könnt. Dann jemand Zweites im Auto starten lassen, um zu prüfen, ob es mechanisch in Ordnung ist. Und wenn es mechanisch in Ordnung ist, eben die Fehlersuche entsprechend weitermachen. Hier bis hin eben am Ende, um zu testen, ob der Zündfunke da ist. Und auf dem Weg dorthin, wie gesagt, der Ohmwert von diesem Magnetic Pickup zwischen 400 und 1300 Ohm soll der haben. Der Abstand zwischen dem Magnetic Pickup habe ich euch ja gezeigt, blende ich nochmal ein. Und diesem Schaufelrad sollen eben 0,20 bis 0,30 Inch sein. Irgendwo dazwischen in der Range soll der Abstand liegen. Das könnt ihr auch nachstellen, wenn das nicht passt. Dann eben der Zugriff auf die Box mit RS232, hier mit diesem Bypass. Das sind alles die Dinge, um sich da eben anzunähern und herauszufinden, was die Problematik ist, wenn man keinen Zündfunken hat. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.